Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu Vago on Tour. Ich bin Mirko, neben mir steht Julia und wir befinden uns hier heute vor dem Herzstück unseres digitalen Alltags. Die Rede ist von einem Rechenzentrum und zwar genauso, wie es gerade hinter uns steht. Hinter uns steht nämlich eins von 45 Rechenzentren dieses Rechenzentrumsbetreibers in Europa und eins von zwei in der deutschen Hauptstadt. Julia, kannst du uns sagen, um wen es sich hier handelt? Ja, wir sind hier bei NTT Data und NTT betreibt unter anderem Rechenzentren. Und wie du schon so schön gesagt hast, Rechenzentren sind die Herzstücke unseres digitalen Alltags. Warum? Ja, Rechenzentren brauchen wir, weil die ganze Datenmenge, die wir so produzieren täglich, die muss ja irgendwo gespeichert und verwaltet werden. Und dafür sind eben Rechenzentren da. Da die Datenmenge auch weiter wächst, brauchen wir auch immer mehr davon. Das Rechenzentrum hat einen sehr hohen Energiebedarf und deshalb haben wir hier direkt einen Hochspannungsanschluss und ein Umspannwerk vor Ort. Die IT-Leistung je Gebäude beträgt hier 12 Megawatt. Und wir haben hier eine Fläche von fast 10.000 Quadratmetern, ungefähr 1 Hektar. Und diese Fläche wird sogar auch gerade noch erweitert. Du sagst es schon, die Fläche wird erweitert. Das heißt, wir haben hier eine Baustelle, die gucken wir uns auch noch an. Aber bevor wir das tun, werfen wir noch einen Blick hinter die Kulissen spannender Projekte wie die Abwärmenutzung und auch die Energieoptimierung durch KI. Ich würde sagen, wir gehen mal los, oder? Ja, dann los. Wow, das sieht aber echt groß aus hier. Ja, voll. Ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf. Du links, ich rechts? Ja, sehr gerne. Ich treffe jetzt auch schon Steffen, der bei diesem Projekt eine zentrale Rolle spielt. Hi Steffen, schön dich zu treffen. Hallo Mirko. Ich würde sagen, stell dich und deine Aufgaben noch gerne erst einmal vor. Gerne. Also mein Name ist Steffen Benzen. Ich bin verantwortlich für die Messen, Steuern, Regeln und auch Gebäudeleittechnik in der Region EMEA. Wir stehen hier in so einem großen, weißen, leeren Raum. Was hat es damit auf sich? Ja, das hier ist eine typische Datenhalle, die wir zur Verfügung stellen. Später werden hier verschiedene Kunden mit ihren Racks stehen, wo wir natürlich die Kühlung, den Strom zur Verfügung stellen, aber auch verschiedene Carrier. Was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht so die Hauptziele und Herausforderungen bei diesem Projekt oder Projekten? Also ich sag mal, wichtig ist natürlich, dass man auch für unsere Vago-Controller immer eine sichere Umgebung hat, die Infrastruktur eine sichere Spannungsquelle hat und natürlich auch diese Controller vor Fremdeinwirkungen jeglicher Art schützen kann. Ah, okay, sehr interessant. Was für Projekte stehen denn aktuell hier noch so an? Aktuelle Projekte haben wir unter anderem die Nahwärmenutzung unserer Abwärme. Das heißt, die Wärme, die wir hier produzieren, versuchen wir der Gemeinschaft zur Verfügung stellen für Häuser oder andere Facilities. Genauso haben wir natürlich auch noch das Projekt der künstlichen Intelligenz. Wir sind immer bestrebt, innovativ zu denken und unsere Kälteerzeugung so effizient wie möglich zu machen. Deswegen werden wir hier KI für die Zukunft einsetzen. Und des Weiteren werden wir natürlich auch nebenan ein neues Rechenzentrum bauen. Erstmal danke für die Einblicke. Ich finde es immer auch super interessant, wie viel Planung und vor allem auch Technologie bei solchen Projekten im Hintergrund zusammenwirken. Die Zusammenarbeit mit Vago läuft schon viele Jahre und vor diesem Hintergrund treffen wir jetzt Markus. Er ist bei Vago Senior Sales Project Manager für den Bereich Building. Hallo Markus. Hallo Mirko. Du begleitest die Zusammenarbeit ja schon seit 2005. Was waren denn die Gründe, dass Vago bei NTT Data eingesetzt wird? Damals war die Vorgabe von NTT, ein Ethernet-basierende SBS zu haben, die die Busprotokolle Modbus und SNMP unterstützt, zusätzlich noch HTTP. Damals konnten wir schon all diese Vorgaben erfüllen. Ja, sehr interessant. Ich habe noch eine Frage an Steffen. Ich würde vorschlagen, wir tauschen einmal die Plätze, dann bin ich hier ein bisschen näher dran. Steffen, was sind denn für dich die 2 wichtigsten Gründe gewesen, dass Vago quasi zum Einsatz kommt? Für uns war die modulare, kompakte Bauform sehr wichtig, aber auch die Flexibilität, dass man hier verschiedene Eingangs- und Ausgangskarten ansetzen kann, je nach Bedarf. Ja, ich finde, das hört sich super spannend an und vor allem auch nach einer ziemlich starken Partnerschaft. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was Julia macht. Aufgrund der intensiven Rechenleistung und Energie, die von den Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, erzeugen Rechenzentren eine erhebliche Abwärme. Und diese Wärme wird hier sogar noch anderweitig genutzt. Wie genau das funktioniert, das erzählt uns jetzt Marvin. Marvin ist Senior Mechanical Engineer für den Bereich EMEA bei NTT. Hi Marvin. Hi Julia. Wie du schon gesagt hast, bei uns fällt sehr viel Abwärme an. Wir greifen diese Abwärme am wärmsten Punkt in unserem System ab. Da reden wir von etwa 30 Grad, die wir zurückbekommen von unseren Systemen.
in den IT-Bereichen. Wir nehmen diese Wärme auf dem Niveau von 30 Grad, führen sie durch einen Wärmetauscher und stellen sie dann mit etwa 28 Grad unseren externen Partnern bereit. Die nutzen diese Wärme dann zur Beheizung von Bürogebäuden, für Prozesswärme, aber auch für Wohngebäude. Typischerweise heben sie dann nochmal an mit einer Wärmepumpe. Wie genau die Kommunikation auf technischer Ebene mit unseren Partnern da funktioniert, erklärt uns Steffen am Schaltschrank. Ja, super, vielen Dank. Dann schaue ich da jetzt mal vorbei. So, Steffen, du erklärst uns jetzt einmal, wie die Kommunikation auf technischer Ebene funktioniert. Sehr gerne. Also wir haben hier 2 Vago-Controller nebeneinander, die über einen bestimmten Protokoll kommunizieren. Wir als kritische Infrastruktur müssen natürlich die Verantwortung darüber haben, dass auf beiden Seiten die Daten sicher ankommen und auch verschickt werden. Deswegen gibt es mit dieser Lösung keinerlei Probleme. Diese Lösung zwischen den beiden Controllern haben wir auch regelmäßig in Penetrationstests von unabhängigen IT-Firmen getestet. Ja, gerade in der kritischen Infrastruktur muss die Cybersicherheit da immer sichergestellt sein. Ja, ich danke dir für den Einblick und würde sagen, ich gebe jetzt mal raus aufs Dach zu Mirko. Ich befinde mich hier direkt auf dem Dach des Gebäudes von NTT Data, direkt bei den Kälteanlagen und treffe hier gleich Marvin, der mir mehr darüber erzählen wird. Hi Marvin. Hi Mirko. Kannst du mir sagen, warum die Kühlung für Rechenzentren so enorm wichtig ist? Das ist ganz einfach. Alles, was an elektrischer Energie ins Rechenzentrum reinfließt, wird von den IT-Systemen in Abwärme umgewandelt. Und das führen wir hier oben mit unserer Kälteanlage dann wieder ab, was ein wesentlicher Kostenfaktor im Betrieb eines Rechenzentrums ist. Und wie wirkt NTT dem Ganzen entgegen? Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit einem schweizerischen Produkt, dem Kältemanager hier oben, der alle Anlagen automatisch steuert, was dann hilft bei Effizienz im Bereich der Kälteanlage. Okay, und sind da auch noch weitere Optimierungen geplant? Wir setzen aktuell eine KI auf den Kältemanager auf, der dann die bisher händische Optimierung unserer Kollegen vor Ort durch eine KI ersetzt und automatisch das Ganze optimiert. Okay, also wenn du von Energiesparen sprichst, kann man sagen, wie viel Einsparpotenzial da so ungefähr möglich ist? Je nach Ausprägung des Rechenzentrums, ob groß oder klein, rechnen wir mit Einsparungen von bis zu 35% der elektrischen Energie, die wir hier oben für die Kälteanlage aufwenden. Ich finde, das hört sich wirklich spannend an und ich finde, das zeigt auch immer, wie smarte Technologie dazu beitragen kann, wie Ressourcen geschont werden können. Ich würde sagen, ich gucke mir jetzt aber auch nochmal die Baustelle an, über die wir eben gesprochen haben. Ja, Steffen, wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt hier auf der Baustelle und hier entsteht ja ein neues Rechenzentrumsgebäude. Magst du uns schon ein bisschen mehr darüber verraten? Sehr gerne. Also wir befinden uns hier auf der Baustelle und man sieht vielleicht am Footprint, dass das ungefähr gleich ist wie die schon vorhandenen Gebäude, nur dass die Anschlussleistung hier wesentlich höher ist. Wir sprechen hier von 36 Megawatt für das komplette Gebäude auf einer IT-Fläche von 11.600 Quadratmeter. Dieses Gebäude soll im 3. Quartal 2028 live gehen und auch hier werden wir wieder die modulare Bauweise von Vago verwenden. Ja, du hast jetzt die modulare Bauweise angesprochen. Warum ist die denn so wichtig für euch? Die modulare Bauweise ist für uns sehr wichtig, weil wir das auch schon aus der Vergangenheit gelernt haben. Die Rechenzentren, die wir schon seit 2005 online haben, haben ja auch die Vago-Controller in sich. Und diese konnten wir einfach austauschen, sprich einfach nur die SPS austauschen, nichts weiter am Schrank verändern. Und wir konnten diese auch weiter wieder in Betrieb nehmen, ohne größere Umbauten. Ja, mega. Vielen Dank für den spannenden Blick in die Zukunft. Ich würde sagen, ich schaue jetzt mal wieder, wo Mirko steckt. Hi Julia, da bist du ja wieder. Hi Mirko, ja, ich komme gerade direkt von der Baustelle. Auf der Baustelle war ich sogar eben auch. Wusstest du, dass die dort Grünflächen berücksichtigen beim Bau des Rechenzentrums, um dort heimische Vogelarten einnisten lassen zu können? Ach, wusste ich gar nicht, aber mega interessant, dass das berücksichtigt wird. Ja. Was hast du dir angeschaut? Ich habe mehr erfahren über ein KI-Projekt. Da wird mit Hilfe von Automatisierungstechnik von Vago und einer KI die Kühlung der Serverräume gesteuert, sodass die quasi auf die kommenden Tage perfekt eingestellt ist. Hast du noch was Interessantes gesehen? Ja, ich habe tatsächlich die Abwärmenutzung erklärt bekommen, denn hier entsteht ja viel Wärme und die wird auch noch anderweitig genutzt. Das war auch sehr spannend. Und ich finde allgemein vor dem Hintergrund, dass es ja immer mehr Rechenzentren geben wird und auch eine effiziente Ressourcennutzung wichtig ist, ist das echt ein zukunftsweisendes Projekt. Ja, total. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet, dann schreibt gerne was in die Kommentare, lasst einen Like da und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Vago on Tour.